Wir bauen eine Modellbahn und hier kommt das Wichtigste für diese Episode, nämlich unser kleiner Baustellenzug mit den Straßenlaternen, die wir alle schon fertig angeschlossen haben. Hier sind sie drin, die kleinen Straßenlaternen, und die können wir jetzt einfach hier an den Sockeln einstecken und dann wird es auch schon Licht. Und es hat sich einiges getan seit der letzten Episode. Es ist bunt geworden auf unserer Acrylplatte und ihr könnt richtig schauen, wie das ausgesehen hat letztes Mal und im Vergleich heute dazu gleich ganz anders. Wir haben die Platte angemalt mit verschiedenen Acrylfarben. Wir haben unsere Gipsuntergründe aushärten lassen. Und wir haben die Knitterfolie auch angemalt und jetzt sieht man gar nicht mehr so die großen Unterschiede hier vorne zwischen was ist geknittert und was ist gegipst. Das kann man immer noch ein Stückchen besser machen und das werden wir jetzt in den nächsten Episoden auch noch weiter verfeinern, sodass das wie eine wunderschöne Landschaft gleich aussieht. Ihr seht das mit den Sockeln, das ist ganz praktisch. Man muss die Lampen einfach nur noch reinstecken. Das heißt, ich habe die jetzt zum Anmalen einfach runter gemacht und jetzt kann man die sehr schön direkt auf die Modellbahn draufstecken. Ich habe das unter der Anlage alles hübsch gemacht mit der Lichtverkabelung, so wie ich das in den letzten Episoden schon gezeigt hatte. Und ich habe auch noch so eine schöne Industrielampe geholt und die kommt jetzt hier vorne gleich in diesen Platz hinein. So, jetzt sieht das doch schon mal einigermaßen ordentlich aus hier auf der Platte, oder? Dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter. Wir bringen wieder unsere Bahn in Sicherheit, machen mal den Strom kurz aus, denn in dieser Folge werden wir etwas Leim auf den Untergrund tragen. Jetzt darf mir die Bahn sprichwörtlich auf den Leim gehen und dazu bringe ich sie kurz in Sicherheit. Die kleine Lokomotive, denn Leim mag die gar nicht. Die ist eher bei anderen Sachen aufgeschlossen. So, den Baustellenzug, den tun wir auch kurz runter. Und dann habe ich mir eine große Packung Modellbauleim geholt. Hier ist er. Und ich habe mir geholt ein bisschen Schotter. Na? Und zwar so ein Basaltschotter, den wir hier dann gleich reinträufeln können. Dann habe ich mir geholt ein Bodenstrukturset. Ich lege das mal kurz hier an die Seite. Das habe ich mir geholt, eine Bodenstrukturpaste, Land und Natur, denn ich möchte diesen Platz hier vorne, den möchte ich ein bisschen schmutziger machen. Der sieht schon sehr gut aus. Ich habe hier so ein bisschen so eine Betonfarbe auf meine Holzstruktur drauf gemacht, auf mein Holz. Aber ihr könnt vielleicht erkennen, das sieht mir noch sehr holzartig aus. Also hier scheint dieser Unterbau von Auhagen noch sehr durch und deswegen wollen wir das noch ein bisschen schöner machen. Und dazu nehme ich jetzt einfach mal diese Strukturpaste, die wir hier haben. Habe ich jetzt mal schon so ein bisschen angekündigt, dass wir mit der arbeiten werden. Und damit probieren wir jetzt einfach ein bisschen was aus. In diese Strukturpaste ist quasi ein bisschen Erde mit eingearbeitet, sodass, wenn wir die jetzt da drauf machen, dann malen wir die nicht auf. Also das ist nicht so wie mit dem Pinsel, wie letztes Mal so einfach schön streichen. Also streichen ist hier genau das Falsche, sondern die wird richtig aufgetupft. Also wie so ein Pointillismus-Gemälde. Ja, wird da jetzt schön drauf gedruckt auf die Platte und ihr werdet den Effekt gleich sehen können. So, ich schüttel das alles mal kräftig, wenn das hier aus der Originalverpackung kommt. Ein bisschen Samba, 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 Samba. Ja, können wir hier schon mal die Modellfarbe schütteln. So, mehr Samba. So, und jetzt brauche ich einen sauberen Pinsel. Und dann fangen wir mal an mit dieser Farbe hier, die hier mal so ein bisschen bräunlich ist. Ihr könnt mir wieder aus verschiedenen Kameraperspektiven zusehen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr einfach in die Kommentare. Hier sieht man das. Das sieht schon sehr erdig aus. Ne? Und da gehe ich jetzt mal mit dem Pinsel einfach rein und tupfe das hier schon mal drauf. Und dann kann man das hoffentlich sogar schon sehen in der Kamera, dass das ganz anders wirkt als die Farbe daneben. Da ist nämlich richtig schon Boden mit eingearbeitet. Und das kann ich jetzt hier auf die Platte drauf machen. Man sieht auch hier sehr schön den Unterschied zwischen diesem Gelb, zwischen diesem ockerfarbenen und diesem Strich drüber. Das war noch verhältnismäßig simpel. Ich räume mal so ein paar Farben auf die Seite, damit ihr es auch in den anderen Kameras gut erkennen könnt. Dann machen wir das hier. So, vielleicht könnt ihr es in der anderen Kamera auch noch gut sehen. Ja, hier, schaut mal, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, wenn wir das jetzt hier auftragen mit diesen mit Punkten. So, dann nehmen wir jetzt ein bisschen hiervon. Und je mehr man davon nimmt, desto dicker wird später diese Bodenpaste. Und die kann man eben jetzt sehr schön kombinieren mit anderen Farben. Ich tupfe da jetzt erstmal die eine Farbe hier rein und dann auch die andere Farbe oben drauf. Und dann wird das so ein richtig schöner, dreckiger Platz. Noch eine zweite Farbe zum Vergleich. Nehmen wir mal die hier. Diese etwas grauere an der Seite. Dann ist es noch ein bisschen grauer, ein bisschen steiniger hier.
Auch da ist schon Stein quasi mit eingearbeitet. Und wenn ich die da jetzt im Vergleich nehme, so, ja, eine Kunde noch mal da ein bisschen rein, dann sieht man das hoffentlich in der anderen Kamera, mal von oben. Na, wenn ich da jetzt reingehe, dann vermischen sich diese beiden Pasten schon sehr, sehr schön. Und mein Untergrund sieht gleich ganz, ganz anders aus. Ich nehme mal ein bisschen mehr davon hier drauf, damit ihr seht, guckt mal, viel hilft viel in diesem Fall. Und ich weiß gar nicht, ob wir mit der Kamera noch näher hinkommen. Schau mal ganz kurz, vielleicht mit der hier an der Seite. Ja, können es mal probieren, ein bisschen scharf zu stellen an der Seite. So, ich tupfe dabei schon mal. So. Ja, das sieht doch schon sehr erdig aus hier an der Seite. Und jetzt versuchen wir halt diese ganzen Flächen hier so ein bisschen zu kaschieren. Also da, wo eben jetzt so klassisches Grün ist, hier so fast wie gemalt aussieht, da können wir jetzt mit dieser Boden- und Strukturpaste sehr schön arbeiten. Und dann darf das Gelb oder das Ockerfarben ein bisschen durchscheinen. Aber das sieht natürlich hier viel realistischer aus, wenn ich meine Baustellenfarbe oder meine Baustellenböden hier so nehme, als wenn da auch gearbeitet wird, wenn da richtig Dreck zu sehen ist. Dann sieht das hier in allen Kameraperspektiven schon viel, viel besser aus. So, jetzt nehme ich noch die nächste Farbe hier. Das etwas dunkelbraune kann ich auch noch verwenden. Dann haben wir hier noch eine ganz dunkle Erdstruktur drin. Das nehme ich jetzt mal darüber, damit ihr mal den Vergleich sehen könnt hier. Ui, jetzt haben wir einen dunklen Boden. Und jetzt gehe ich da einfach mal dran und punkte mir das hinein. Auch da probiere ich einfach so ein bisschen rum und mische das jetzt hier. Und dann wird mein Boden dementsprechend dunkler hier. Und ich kann das immer wieder auch aufhellen dann später, indem ich dann einfach mit der anderen Farbe wieder drauf gehe. Ich lege das mal kurz an die Seite und geht ganz schön in die Muskeln hier, dieses Tupfen. So, richtig schön drauf tupfen und drauf tupfen und drauf tupfen. Und wenn ihr merkt, nee, das ist mir viel zu hell oder viel zu dunkel, dann einfach mit der anderen Paste wieder drüber, bis da eben so ein richtig realistischer Boden rauskommt. Und das sieht jetzt momentan noch sehr, sehr nass aus, aber wenn das ausgetrocknet ist, dann ist das hier eine richtig tolle Bodendeckerstruktur. Die könnt ihr eigentlich so direkt aus dem Gartencenter in groß dann mitnehmen, also wie so eine richtige Erde. Nur eben jetzt alles in Miniatur und ganz, ganz realistisch. Ne? Also einfach hier drauf punkten und dann entsteht hier so eine ganz tolle Bodenpaste. So ein bisschen mehr Grau hier noch nehmen, damit es nicht so dunkel ist hier an der Seite. Hellen wir es hier wieder ein bisschen auf. Wo es so dunkel war, da gehen wir hier mit viel heller Farbe rein. So, und tupfen das fest. Ich glaube, man kann den Unterschied sehr gut erkennen, oder? Also hier von der einen Seite bis zur anderen sieht man sehr genau, da bleibt von der Bodenstruktur, von dem Holz, bleibt da jetzt nicht mehr viel übrig. Das heißt, hier entsteht da jetzt so ein richtiger Erdboden gleich. Wir machen das jetzt sprichwörtlich dem Erdboden gleich. Ho, ho, ho. Heute sind sie flach, die Gags. Ja. So, na, auch hier nochmal rein an der Seite. Dann kann man das alles sehr schön realistisch gestalten. So, da kann ich mich jetzt ungefähr 2 Stunden verkünsteln und ihr könnt mir 2 Stunden dabei zusehen. Dann sagt ihr aber irgendwann, kann ich da auch irgendwann vorspulen. Deswegen höre ich da jetzt an der Stelle mal kurz auf und mache dann ohne euch weiter bis zur nächsten Episode, weil ich wollte euch in dieser Episode noch mehr zeigen. Also jetzt kann ich hier nochmal so ein bisschen da eine Straße andeuten, die hier weitergeht, indem ich da das mal so hintupfe hier an der Seite. Später kann ich dann mit einer Straßenfarbe noch hier weitermachen. Dann habe ich hier so einen Bodenplatz, aber sieht schon sehr gut aus. Ach, da oben mache ich noch ein bisschen was. Hier, kommt da. Das ist so ein typischer Weg hier vorne. Da den Berg rauf. Den kann man sehr schön mit so einer Bodenpaste versehen. Da ist nämlich Pappe und diese Pappe, die will ich auch ein bisschen unsichtbar machen, indem ich da jetzt einfach mit ganz viel Bodenstruktur drauf gehe. Dann wird man das auch sehr, sehr schön nochmal. Das sieht super aus. Na, also da macht diese Bodenpaste richtig Spaß da oben. Da kann ich jetzt einfach mit Grau drüber gehen. Dann haben wir hier so einen ganz dreckigen Asphaltweg mit so einem alten Asphalt. Das passt super für die Baustelle. Da können wir richtig reichlich davon drauf nehmen. Guck mal, je mehr man da nimmt, desto toller sieht das aus. Ja, jetzt haben wir eine richtig gute Bodenstruktur hier oben. So, ich gehe nochmal hier runter an die Seite. Und dann bleibe ich hier so ein bisschen grau.
Jetzt könnt ihr auch diesen Übergang sehr toll hier sehen. Von der Straße zu diesem Erdweg kann man das hier sehr schön nämlich machen und dann passt es super zur Baustelle. Ich nehme jetzt richtig viel. Schaut mal, dass das so aussieht, als würden da noch ganz viele Kieselsteine und ganz viel Geröll rumliegen, als würden da ganz viele Baustellenautos den ganzen Tag drüber fahren. Und so gestalte ich mir jetzt einfach diesen Weg hier rein. So, ich habe schon gesagt, da kann man sich jetzt 2 Stunden verzetteln und so, wie ich da in die Arbeit gerade verliebt bin, bin ich da kurz davor, so weiterzumachen. Aber ich wollte euch gleich erzählen, was als nächstes kommt, denn ich wollte mit euch ein bisschen begrasen. Ich wollte Gras pflanzen hier auf der Anlage und das machen wir gleich. Ich habe nämlich da, wo jetzt meine Farben liegen, schon mir ein bisschen was grün aufgemalt und da machen wir jetzt einfach gleich weiter, indem wir da gleich mit einem Weißleim drauf gehen. So. Das reicht jetzt für den Moment. Ihr könnt das sehen, den Unterschied zwischen dieser Farbe hier und dieser Farbe. Man sieht hier ganz klar den Übergang. Und das eine, das sieht sehr schmutzig, sehr erdig aus. Und das andere sieht aus, als hätte man auf einer Holzplatte eben ein bisschen was drauf gemacht. Und oh, guck mal, das gefällt mir sehr gut. So, das kann ich überall hier machen. Ich kann auch hier nochmal so eine Bodenstruktur drauf machen an der Seite zum Bahnübergang oder zum Bahngleis dann. Das werde ich nachher schön machen. Da werde ich mich jetzt ein bisschen verkünsteln. Aber vorher zeige ich euch noch ein bisschen was anderes, indem ich jetzt mal hoppala, das Begrasen anfange. Ich mache die Farben kurz zu und habe hier schon mal was vorbereitet. Erst mache ich die Farben zu, sonst trocknen wir die aus. Gras. Wo haben wir eigentlich das Gras hin? Muss mal schauen, wo ich meine Graspackung hin habe, weil den Grasleim, den habe ich schon hier. Schauen wir mal ganz kurz. Weil es gibt beim Gras, da könnt ihr auch unheimlich viele unterschiedliche Fabrikate euch organisieren. Da gibt es dann einfach so Beflockungsgeschichten, die man ins Gras reinfallen lässt. Und da hole ich mir jetzt einfach mal ganz kurz meine Packung hier, in der so ein paar Sachen drin sind. So, hier sind zum Beispiel Gräser und auch so eine Grasdose, die wir hier haben. Also hier haben wir eine Frühlingswiese zum Beispiel an der Seite und hier habe ich so eine Grasspritzdose, wo ich das dann so ein bisschen wie bei Puderzucker oben drüber träufeln kann. Und das kann ich zum Beispiel verwenden. Ich habe aber auch noch einen statischen Begraser mir organisiert, wo man das Gras richtig oben reinflocken kann. So, hole ich mal ganz kurz hierher. Und der sieht dann so aus, da füllt man das Gras hier oben rein und dann lässt man das unten einfach reinfallen. Ich kann das mal kurz hier zeigen in die andere Kamera. Da ist schon ein bisschen Gras drin und das werden wir jetzt einfach elektrostatisch laden und in einen Weißleim hineinfallen lassen. So, also schnell organisiert. Ich lege es mal kurz zur Seite, denn bevor wir mit den verschiedenen Begrasungstechniken beginnen, der fällt nicht runter, oder? Der hält da. Müssen wir erstmal das, was wir begrasen wollen, mit Leim einstreichen. Und ich habe mir hier einen frischen Pinsel von vorhin organisiert, in dem schon Leim drin war und habe mir einfach einen Graskleber hier, einen Weißleim organisiert. Eine große Packung und damit kann ich jetzt anfangen, großflächig mein grünes Feld hier einzuleimen. Das mache ich jetzt mal in aller Ruhe. Ruhig ein bisschen mehr Leim nehmen und streiche das hier einfach mit Leim ein. Dieser Leim, der ist jetzt weiß, der wird aber, wenn der trocknet, durchsichtig. Und da gehe ich jetzt einfach hier sauber bis zur Kante rein und fülle das sehr, sehr dicht mit Leim auf. Und da, wo der Leim ist, da lasse ich später die Grasfasern einfach von oben reinfallen. Und ihr seht, deswegen habe ich das jetzt gerade noch nicht alles mit dieser Farbe beträufelt und habe es ein bisschen trocknen lassen seit der letzten Episode. Denn da, wo ich es gerade nass gemacht habe, da hält natürlich jetzt der Leim noch nicht so besonders toll, beziehungsweise wird der Weißleim gleich braun, weil er sich mit der Farbe mischt, die ich davor hier drauf gemalt habe. Deswegen mache ich jetzt erst das hier auf die trockene Farbe drauf. Hier seht ihr jetzt auch meine Knitterfolie oder mein Knitterpapier vom letzten Mal, das ich verwendet habe. Und das wird jetzt auch einfach mit diesem Leim bestrichen. Und dann können wir hier gleich unser Gras reinfallen lassen. So, einfach mal oben drüber alles schön einleimen. Das klebt schön. So, dann geht es hier drüben weiter an der Seite. Und wie gesagt, ich mache jetzt auch nur ein kleines Stück, damit ihr das Prinzip gesehen habt. Und den Rest leime ich dann einfach bis zur nächsten Episode ein und mache das dann in der Folge alleine weiter oder in dieser Variante alleine weiter, damit ihr hier ein bisschen mehr seht in einem Video und das nicht so lange dauert. Aber das Prinzip ist überall an jeder Stelle das gleiche. Einfach Leim drauf
So, hier drüber. Und dann kommt hier der Leim auch in die Ecken, in die Ritzen schön rein. Und das machen wir jetzt. Komm, jetzt gehen wir noch rüber bis zum äußersten Ende. Einmal haben wir es. Auf diese Art und Weise könnt ihr alle möglichen Sachen da reinfallen lassen. Also auch Kieselsteine oder ihr könnt auch später eure Gleise nochmal einschottern. Wenn euch das Gleis zu wenig breites Schotterbett hat, kann man auch das Schotterbett nochmal ein bisschen verlängern. Das können wir auch noch machen. Das könnte man zum Beispiel hier drin machen. So, aber jetzt erstmal ganz kurz zu diesem Stück Gras, was wir hier haben. Also, Möglichkeit Nummer 1 ist, ihr nehmt euch so eine kleine Grasdose hier. Na, das ist letztendlich einfach nur eine Kunststoffdose mit einem Loch vorne drin, wo das Gras gleich vorne hier drauf fallen kann. Und jetzt können wir eine Graspackung nehmen. Gräser gibt es von ganz vielen unterschiedlichen Modellbauherstellern. Und da nehmen wir jetzt einfach so eine, was ist das für eine Packung? Frühlingswiese Streugras. So, und davon können wir jetzt was nehmen. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Und das packen wir jetzt einfach hier oben in diese kleine Dose hinein, durch dieses kleine Löchlein hier. Das ist ein bisschen Fieselarbeit, weil das Loch ein bisschen klein ist, aber es soll ja auch nicht alles Gras auf einmal rausfallen. So, und das packe ich da jetzt einfach mal hinein. Was runterfällt, wird einfach später mit dem Staubsauger weggemacht. Ne, so in der Richtung. Am besten macht ihr sowas mit einem Trichter. Ich habe jetzt irgendwie keinen Trichter dabei, aber der wäre jetzt in der Tat sinnvoll gewesen. Ich mache jetzt aber auch nur ein bisschen was davon rein, um euch dieses Prinzip mal zu zeigen. Und mache das wieder zu und lege das kurz an die Seite. So, jetzt drehen wir das einfach um und lassen dieses Gras hier oben einfach so drauf fallen. Als würde es da drauf schneien, als würde es Gras schneien. Ne? So kann man das machen. Wir können es aber auch so ein bisschen drücken, dann geht da mehr Gras auf einmal drauf, so wie hier. Ne? Das wäre die eine Möglichkeit, die wir haben. Und ihr seht, es wird schon richtig schön Gras. Für kleinere, niedrigere Gräser kann man sowas wunderbar machen. Na, es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, und zwar, wenn das Gras so richtig schön nach oben stellen soll. Also das ist eine sehr kurze Grasfaser, die ihr hier seht, und damit kann man das hier jetzt super machen. Das wäre die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, wir nehmen diesen statischen Begraser hier vorne, den ihr hier seht, und da habe ich oben schon Gras reingemacht. Jetzt brauche ich dann noch so ein Gitter dafür, muss ich mal kurz der Regie sagen. Hier oben ist jetzt so ein Gras drin, das ist jetzt auch so ein Wildgras, das wir hier haben. Und da gebe ich jetzt so ein Gitter oben drauf. Dankeschön. Das hier, damit jetzt auch nicht alle Grasfasern gleichzeitig nach unten fallen. Und jetzt verbinde ich dieses Kabel hier oder diesen Draht. Da ist so ein Bananenstecker mit dabei, so heißen die, glaube ich. Sowas hier. Den verbinde ich jetzt mit irgendeinem Metallteil möglichst nah an dieser Stelle. Da nehme ich jetzt einfach zum Beispiel das Gleis, mache aber den Strom auf der Anlage dafür aus. So, jetzt habe ich hier quasi eine Verbindung zu was Metallischem. Ich könnte auch einen Nagel nehmen und jetzt schalte ich dieses Begrasungsgerät hier oben einfach ein. Und jetzt kann ich hier auch das Gras so drauf fallen lassen. Allerdings mit einem Unterschied, nämlich jetzt steht es pfeilgerade nach oben. Jetzt werden diese Grasfasern einfach durch dieses elektrostatische Begrasen nach oben gezogen. Das kennt ihr vielleicht aus dem Physikunterricht, wenn man so dieses lustige Experiment gemacht hat, mal mit den Haaren, die einem zu Berge stehen. Und genau so ist das jetzt auch hier. Hier steht jetzt quasi das Gras zu Berge. Und jetzt können wir das hier einfach schön draufschütteln da hinten und können auf die Art und Weise unsere Wiese statisch begrasen. Sieht ein bisschen cooler aus, als wenn man das einfach nur mit dieser kleinen Streudose oben drauf fallen lässt. Und damit habe ich natürlich auch meine Papierfelsen unheimlich gut kaschiert. So, und alles, was mir daneben fällt, was zu viel ist, das wird einfach nachher mit dem Staubsauger weggesaugt. Und wenn ihr es zweimal verwenden wollt, dann macht ihr einfach eine Socke drüber oder so einen Nylonstrumpf, dann werden die Sachen da aufgefangen und dann könnt ihr das auch wieder verwenden. Dann müsst ihr dieses statische Gras oder diese Grasfaser, das sind die gleichen Grasfasern wie fürs andere, nicht wegschmeißen und neu kaufen, sondern könnt ihr euch eben hier wieder versorgen. So, hier muss auch noch Gras rein an der Stelle. Das sieht perfekt aus. So, ich hoffe, man kann das auch in allen Kameras gleich erkennen. Ich klopfe da hinten ein bisschen drauf und sieht das gut aus. Na, so. Und das Schöne ist das, schaut mal, ich kann die Lampen ja auch runter machen, weil die hindern mich jetzt ein bisschen daran, dass ich da gut hinkomme. Deswegen ist es mit diesen Sockeln sehr, sehr praktisch.
weil jetzt können wir auch hier bis an die Seitenkante hier wunderschön drüber grasen. So, na, wie findet ihr das? Das sieht doch perfekt aus. Gut, na? Ach komm, schau mal her. Na, wie gefällt euch das? Schreibt das mal gerne in die Kommentare, ob ihr das ein tolles Ergebnis findet oder nicht. Die Frage ist natürlich völlig rhetorisch, weil ich möchte, dass ihr ausrastet, so schön das ist. So, und jetzt zeige ich mal ganz kurz hier an der Seite, da kann ich jetzt auch mal das wegmachen, hier das Gras. Wenn man das später mit dem Staubsauger weggeht, dann würde man sehen, wie das hier alles leicht weggeht. Also da, wo kein Leim ist, da muss man später einfach saugen, werde ich nachher machen und dann sieht man auch hier, ist der Weg wieder sauber und da muss jetzt einfach nur der Leim trocknen und dann hat man hier eine wunderschöne kleine Wiese. Und wenn das alles trocken ist, dann können wir das kombinieren und können zum Beispiel einfach noch einen kleinen Baum hier an der Seite reinstellen und dann sieht das wirklich perfekt aus. Also wenn hier so ein Baum steht, gerade hinter so einer kleinen Anhöhe, dann sieht man das auch vorne nicht mehr. Sieht toll aus. Oder hier könnte ein toller Baum stehen. Gut, haben wir das erklärt? Dann geht es weiter mit dem Schottern, weil der Kleber ist noch offen. Und jetzt kann ich auch gleich nochmal hier meinen Pinsel ein bisschen auswaschen. Das mache ich immer ganz gerne gleich. Lasse ihn einfach ein bisschen ins Wasser. Aber jetzt mache ich mir noch ein kleines Schotterbett. So, Kleber ist der gleiche wie beim Grasleim. Jetzt müsst ihr mal hier vorne ein bisschen gucken. Und das Einzige, was jetzt hier ist gerade ein bisschen viel Gras reingefallen. Deswegen mache ich das mal kurz hier weg, damit ich da jetzt nicht drüber leime. So, jetzt gucken wir mal hier hin. Ja, das glaube ich kann man ganz gut erkennen an dieser Stelle. Und jetzt leime ich mir einfach mal diese Stelle hier ein. Nehme mal den Leim zu mir. Jetzt könnte man sich professionellerweise wieder das Gleis einkleben oder abkleben mit einem Kreppband oder mit so einem Gaffertape oder sowas in der Richtung oder mit so einem Panzertape. Dann wäre das der Fall. Aber brauchen wir jetzt nicht. Wir sind einfach vorsichtig mit dem Leim und dann können wir das hier jetzt probieren. So, schön großflächig hier einleimen. Da aufpassen, dass wir nicht zu sehr ans Gleis rankommen. Und jetzt gehen wir mal darüber und verlängern mal dieses Schotterbett, weil hier ist es ja so ein bisschen zweigleisig. Und bei so zweigleisigen Strecken, da ist das Schotterbett gerne mal ein bisschen breiter. Ja, also nehmen wir jetzt hier das zum Vorbild und gehen hier mal rein. Theoretisch können wir auch hier wieder begrasen, können da auch Gras reinmachen, aber das ist dann in der Regel keine gut gepflegte Frühlingswiese vom Gärtner angelegt, sondern eher so ein bisschen Gestrüpp und sowas in der Richtung. Und natürlich kann man auch sowas als Grasfaser kaufen. Also ihr müsst ja nicht grüne Frühlingswiese nehmen, sondern ihr könnt auch eine andere Faser nehmen. So, ich mache den Leim dabei wieder zu, weil mehr wird es jetzt in den wenigen Sekunden nicht werden. Wir schottern jetzt erstmal ein bisschen drüber. Und dann können wir mit dem nächsten Stück weitermachen. Also auch hier, lasst euch da Zeit, probiert da auch ruhig verschiedene Schotterfabrikate aus. Auch den Schotter gibt es in verschiedenen Farben. Es gibt einen C-Gleis-Schotter zum Beispiel von der Firma Busch. Der sieht von der Farbe ziemlich genauso aus wie das C-Gleis von Märklin. Warte mal, ich habe noch mal kurz eins hier in der Hand. Dann kann ich euch das mal kurz zeigen. Hier zum Beispiel, ich habe mal 2 verschiedene Gleise oder 3 verschiedene Schienen mitgebracht. Schaut mal her, das hier ist zum Beispiel das ganz normale C-Gleis, das wir jetzt hier von der Farbe her haben. Ne? Also da gibt es einen Schotter, der hat genau diese Farbe. Es gibt aber auch noch einen zweiten Schotter, der ist dann zum Beispiel, also es gibt dann zum Beispiel einen zweiten Schotter, der ist ein bisschen heller. Wenn ihr das zum Beispiel mit Trixgleisen macht, dann sind die ein bisschen heller von der Farbe her. Und dann haben wir zum Beispiel noch sowas hier für eine Winteranlage. Gibt es auch so ein durchsichtiges Gleis, kann man sich manche kaufen, dann kann man auch eine Schneeanlage damit machen. So, jetzt aber die Zeit nutzen, in der der Kleber noch klebrig und nass ist. Und jetzt nehmen wir einfach ein bisschen Schotter hier aus der Dose und lassen da reinträufeln. Das mache ich jetzt auch einfach so mit nach Gefühl. Da gibt es aber auch spezielle kleine Döschen wieder. Oder ihr füllt das um in so eine kleine Trichterflasche. Und jetzt lassen wir den Schotter da einfach vorsichtig, nicht zu viel drauf fallen. Und dann wird der hier auch einfach kleben. Na, so machen wir das mal, verlängern wir das mal so ein bisschen, das Schotterbett. Ganz, ganz vorsichtig. Also nehmt da nicht zu viel. Da geht es also nicht darum, dass wir das auf die gleiche Höhe kriegen, sondern einfach nur so ein bisschen dieses Gefühl haben, dass hier auch noch ein bisschen Schotterrupp liegt an der Seite. Und dann sieht man schon, sieht das gleich viel realistischer aus an der Anlage. So, auch da könnt ihr gerne ein bisschen mehr nehmen, wenn ihr wollt. Je nachdem, wie weit von oben ihr kommt, desto breiter fällt er und staubt ein bisschen.
So, jetzt klopfe ich da hinten ein bisschen drauf, dann geht das leichter. So. Und dann kann man später auch noch einen anderen Schotterkleber nehmen, den man wie so eine Flüssigkeit oben reinfallen lässt. Ich kann mal kurz schauen oder mal den Kollegen fragen, ob wir hier noch einen haben in der Requisite. Dann kann man das auch noch mal schnell zeigen. Sonst lasse ich den jetzt einfach mal sehr klein reinfallen, dass wir den hier einfach mal da verstreichen und verteilen. So. Wie gesagt, ganz wichtig ist, dass ihr nicht die Gleise oben einleimt, weil dann bleibt auch der Schotter da drin kleben. Aber so sieht das schon mal ganz gut aus. Auch da könnt ihr später den restlichen Schotter mit dem Staubsauger einfach wieder absaugen. Ne? Aber so sieht das schon sehr, sehr schön aus. Ne? So, da gehen wir einfach rein. Ihr müsst da nicht bis nach oben gehen. Dann kann man das hier sehr, 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 sehr schön da reinschottern. Ne? Ihr seht also einen großen Unterschied. So sieht es noch ganz normal aus und so sieht es dann aus, wenn hier schon ein bisschen geschottert ist. Jetzt könnte man auch hier theoretisch mit dem Finger das Ganze ein bisschen glatt streichen oder noch mal ein bisschen verschütteln. Aber das gibt dann eher eine unnatürliche Form, weil da gibt es auch keinen großen Finger auf der Bahn, der das Ganze noch ein bisschen glatt streicht. Deswegen würde ich das eher so mit dem Drauftupfen machen. Dann sieht das realistischer aus. So, schauen wir mal ganz kurz, ob euch das von oben schon gefällt. Dann könnte man jetzt, wie gesagt, auch hier noch mit weiteren Klebern oben reingehen. So, wir lassen das hier jetzt einfach mal trocknen an der Stelle und schauen mal weiter. Und dann gebe ich euch in der nächsten Episode wieder ein paar Tipps für euren Bau der Modellbahn. Und jetzt muss ich erstmal trocknen lassen. Jetzt gibt es leider keine Probefahrt, denn ich möchte nicht, dass mein Zug hier durch die ganzen Grasfasern und durch das Schotterbett durchfährt. Deswegen erstmal trocknen lassen und wir sehen uns dann in der nächsten Episode zum Ausschmücken und zum Details auf die Anlage stellen und zur nächsten Probefahrt. Bis dann, viel Spaß beim Nachbasteln.